Hallo Leute, im ersten Teil ging es ja von Bayern bis nach Kappadokien. Im zweiten Teil werden wir euch mitnehmen auf die Reise in den Orient, besser gesagt nach Ostanatolien. Was wir dabei alles erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! So, wir sind gerade bei der Werkstatt des Vertrauens und unser Mitreisender, der Volker, möchte die Reifen wechseln lassen und jetzt schauen wir mal, ob das hier geht. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt des Vertrauens und der hat sich gewundert, oder? Der hat sich gewundert, weil das sowieso kommt einer daher und will nagelneue Reifen wechseln, ungebraucht, also für türkische Verhältnisse. Und dann warten wir mal auf die Meister. Wir sind jetzt in der Stadt Kayseri. Das ist also auch so eine Millionenmetropole mittendrin. Hier beim KTM-Händler. Und da wird jetzt der Reifen gewechselt. Bei dem vorherigen, wo wir waren, bei dieser Hinterhofwerkstatt, da konnten die nicht auswuchten. Und der Volker wollte schon ausgewuchtete Reifen. So, und jetzt wird das Moped in die Garage gebracht. Und zwar mit dem Aufzug. Und dann geht es dahin. So, und jetzt sind wir unten in der Werkstatt. Ja, beim KTM-Händler steht auch noch eine 1200er GS am Rand. So, antreten, essen! Ja, nach dem erfolgreichen Reifenwechseln und einem leckeren Mittagessen in Kayseri ging es dann weiter Richtung Osten. Jedoch verschlechterte sich das Wetter minütlich und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir die nächste Stadt auch trocken und ich sage jetzt einfach mal auch gewitterfrei erreichen. Wir haben uns dann entschlossen, erstmal, ob wir nicht an der Tanke übernachten, in so einem kleinen Holzhäuschen. Sind dann auch wieder zurückgefahren ein Stück, weil wir dort ein Dorf ausfindig gemacht haben. Wir hatten uns überlegt, ob wir da nicht auch irgendwo in einem Gasthaus oder in einer Moschee übernachten. Das hat sich aber dann leider Gottes tatsächlich alles nicht ergeben und wir sind dann wieder zurück Richtung Kayseri gefahren. Also an diesem Tag haben wir effektiv, glaube ich, auch bloß 50 Kilometer Distanz machen können. Aber so ist es halt einfach mal auf Reisen. Bevor es aber in die Stadt ging, hatten wir uns erstmal an einem Dorfplatz hier orientiert und wie das halt in so einem türkischen kleinen Dorf ist, das ist dann gleich ein Volksauflauf, wie man jetzt dann auch gleich sehen wird. Die Leute kommen, die Leute sind sehr interessiert, sie fragen, wohin, wo man herkommt und da muss man natürlich auch Rede und Antwort stehen. So, jetzt haben wir gleich am Dorfplatz einen kleinen Auflauf. Hallo. Auf der Suche nach einem Hotel ist das ganze Dorf zusammengekommen. Aber cheers. Ja, der Regen hat auch nicht auf sich warten lassen und so ging es jetzt zurück nach Kayseri, wo wir in einem Hochhaus ein nettes Apartment mieten konnten. Das ist unser Apartment in Nähe von Kayseri Tallas heißt der Ort. Da habe ich gewaschen, habe ich alles aufgehängt, neue Hose. Das ist die Küche, die werden wir nicht benutzen. Im Wohnzimmer, naja, weiß ich auch nicht, ob wir das benutzen. Wir waren froh, dass wir was gekriegt haben, aber ist ganz schön. Ein Zimmer, ein Apartment, 4 Betten und sind wir dem Regen entflohen. So, wir sind jetzt irgendwo im Hinterland. Jetzt haben wir solche Straßen hier im ostanatolischen Hinterland.
sind jetzt in der Stadt Kangal. Das sind Freue mich auf den Chai. ja, oder auf ein Latte Macchiato. Ja. Sowas gibt's glaube ich nicht. Ach, freilich. Meinst du? Ja, freilich. Ja, und hier ist so ein Denkmal auf dem Dorfplatz. Und das ist ein Kangal hier, dieser Hirtenhund. Das sind recht bekannt, sind große Tiere. Das Weibchen wiegt bis zu 50 Kilo und das Männchen bis zu 60. Und die nehmen sogar mit Bären auf. Ja, nettes Provinzstädtchen. Wir haben jetzt gerade ungefähr 40 Kilometer Offroad hinter uns. Das war also so eine befestigte Schotterpiste. Die hatte natürlich auch Herausforderungen. Es gab so weiche Passagen, ging aber ganz gut. Ja, hier sieht man jetzt den Euphrat, den biblischen Fluss. Und hier ist jetzt der Einstieg zur Kemali-Schlucht, der sogenannte Dark Canyon. Das ist eine Schotterpiste, die am Steilhang entlang, am Euphrat entlang geht bis nach Kemali.
echt Red Meldefahrer. Schau dir das Ding einmal an. Der hat eine Freiluftverdrahtung da. Das ist echt Mad Max Bike. Der kennt aber die Kabel, weißt du? Ja, guck mal, der hat es selber gebaut hier. Guck mal hier, Pilot, erster Welt. Das wurde Raketenwerfer, das ist auch wichtig. Der hat einen Raketenwerfer dran, steuert. Das ist ja das Geilste. Der Kilometer 143.000. Ja, so ist ja. So, letzte Reisevorbereitung. Heute geht's nach Tatvan. Das ist am Wannsee, 470 Kilometer. Haben gut hier geschlafen in Kemali. Da oben gab es Frühstück, war recht lecker.
Zwischenstopp in einem kleinen Dorf. Where are you from? Alemannia. Alemannia, jawohl. So, wir sind jetzt auf der Fähre, aber die ist menschenleer verlassen. Außer einem Hund gibt es hier keinen. Da ist ja kein Captain drauf. So, wir sind jetzt gerade auf einer Fähre, auf einer Geisterfähre. Kein Mensch da. Und zwar geht es dann nach Elacic. Da hinten eine nächstgrößere Hauptstadt oder Provinzhauptstadt. Also so wie es ausschaut, kommt jetzt eine andere Fähre. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Schiff. Jetzt kam nämlich noch ein anderes. Was haben wir denn jetzt zahlt? Euro. Ein Euro. Und das liegt so, das Schiff. Ein Wheelie-Schiff, ja genau. Oh. Ja, kleiner Tankstellenstopp zum ungezielten Male. Die Berge sind jetzt ein bisschen hinter uns. Wir sind jetzt ca. 100 Kilometer vom Warnsee entfernt. Sehr weites Land. Viel Wind. Und ja, was soll ich sagen, Militärkontrolle, Polizeikontrolle ist eigentlich in der Regel problemlos. Das wirkt immer bloß ein bisschen bedrohlich. Ausweis, woher kommen Sie? Alemannia. Dann schauen Sie 2-3 Mal das Moped an und dann geht's wieder weiter.
heutiges Hotel in Tatvan. Ja, war ganz in Ordnung. So, ich richte mich gerade her für die bevorstehende Weiterfahrt und fühlt sich hier ein bisschen merkwürdig an. Das ist einfach mal so ein Gefühl. Sehr viel Straßenkontrollen mit Militär und Polizei. Auch die Häuser, sieht man jetzt nicht, sind noch ein bisschen mehr runtergekommen wie sonst. Es ist was anderes, wenn man so eine Reise in YouTube auf der Couch sieht oder wenn man es dann mal selber macht und dann mal 4000 Kilometer von zu Hause ist, dann gehen natürlich schon Dinge durch den Kopf, die man in der Reisevorbereitung einfach nicht im Kopf hat. Aber die Gruppe verleiht einen Sicherheit. Wir sind immer noch zu dritt, was auch sehr schön ist. Und da werden wir jetzt alles weitere, denke ich mal, stemmen. Jetzt geht es heute nach Dogu Bayazit, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, an der iranischen Grenze entlang. Dann Richtung Kars und dann Richtung Schwarzmeerküste. Also sind jetzt sozusagen in der Kehre unserer Reise und damit geht es eigentlich tendenziell heute, glaube ich, haben wir jetzt so den Mittelpunkt, geht es dann schon wieder zurück und das gibt im Kopf auch wieder ein gutes Gefühl. Ja. So, wir sind jetzt am Nemrokrada See. Uns ist gerade am Andi sein Moped umgefallen, Spiegel abbrochen und das tropft. Hoffen wir, dass es nur ein Überlauf war. Machen wir nicht mehr. Auch auf So, ey, das ist Beibord mir, machen das wir. mit dem Hinstehen und Einklappen, das ist meins. So, wir machen jetzt ein Entspannungsbad im See. Der Andi ist schon drin. Ja, der Verkehr ist hier relativ easy, locker. Heute hat es nicht so warm, 6:20 Uhr. Und dann genießen wir jetzt einfach mal das Bad, da die sagen. Wie ist? Super. So, ein kleines Bad hier am Warnsee genommen. Wasser ist herrlich warm. Bekanntermaßen ist ja der Warnsee ein Salzsee. Fühlt sich auch recht schleimig an. Ja, jetzt geht es dann weiter Richtung iranische Grenze. Heute hat man auch ein kleines Malheur. Der Andi, da ist er, da geht er. Dem hat es heute das Moped leider umgeschmissen. Unachtsamkeit, jetzt ist der Spiegel abbrochen. Nichts passiert und
Nur halt der Spiegel und dann schauen wir, dass wir den heute Abend irgendwie notdürftig befestigen. Also, ciao! Ich schlaufe ein bisschen heftig. Liegt daran, die Höhenlage hier, der See liegt bei 1650 Meter. Und da wird für mich schon die Luft ein bisschen dünne. Ich denke, Soda ist ein Stoff, der basisch wirkt. Und das heißt, in der Mischung mit dem Salz ist das irgendwie, Also, macht es diese schleimige Konsistenz von dem Wasser. ach, das ist normal, oder? Dass der so schleimig ist, oder? Ja, das sagt der Mhm. Kaffeebetreiber. Fühlt sich jetzt auch irgendwie, die Haut fühlt sich irgendwie weicher. Wie eingecremt, gell? weich und sanftig wie Ja, früher, ja, als ich ja. noch hübsch und Baby. Körperlotion, Ja, ausgeöltes Baby. ja. Volker, wie so und Baby. eine Fischart gibt es noch, oder? Es gibt nur eine Fisch. Eine Fischart. Also, das ist ganz toll. Super. Ganz schön. Ja, nur ein paar Meter rechts von der Straße sieht man hier die Grenzanlagen zum Iran. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, an dieser Grenze so nah dran zu sein. Aber für uns geht es jetzt weiter Richtung Doğu-Bayezid und mein Freund Ali wird euch kurz sagen, wie man das richtig auf Türkisch ausspricht. Doğu-Beyazıt. Ja, nun sieht man gleich am Horizont den Berg Ararat, den höchsten Berg der Türkei. Das war unser Reiseziel. Somit haben wir den Wendepunkt erreicht. Was für ein herrliches Gefühl. Und so wird der Berg auf Türkisch genannt. Ağrı Dağı. Hier haben wir jetzt lecker Köfte gegessen. War wieder super. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und hier die quirlige Stadt Doğu-Bayezid. Das ist richtig Action. Nach dem Mittagessen ging es weiter zu dem Ishak Pascha Palast, der nur ein paar Kilometer entfernt ist. Ja, hallo Leute. So, jetzt bin ich hier beim Ishak Pascha Palast. Das ist also äußerst der Osten der Türkei. Und ja, das ist der Scheitelpunkt der Reise. Damit der Wendepunkt. Und jetzt geht es hoffentlich wohlbehalten wieder nach Hause.
So, auf dem Weg zum Ararat. Wir sind angekommen. Da ist er, der höchste Berg der Türkei, 5000 und ein paar Meter. Wir sind sehr froh, dass wir den Punkt erreicht haben. Also hier sind wir in der östlichsten Stadt der Türkei angekommen. Wie man den Namen der Stadt ausspricht, soll euch wieder mal mein Kumpel Ali sagen. Iğdır, Also gut, in Ildir machen wir uns auf den Weg, was zu essen, besorgen unser abendliches Teckel und verkrümeln uns in eine dunkle Gasse, um es in gemütlicher Runde zu trinken. Nach dem gemütlichen Bierchen geht's ins Gruselhotel. Das ist das besagte Hotel. Nicht nur, dass die Einrichtung recht gruselig war und schon sehr runtergekommen ist, das hätte mich eigentlich jetzt erstmal gar nicht gestört, aber nachts klopften Leute bei mir an der Tür, ich hatte zugesperrt, die kamen trotzdem rein und sprachen mich auf Türkisch an. Irgendwie war mir das alles sehr mulmig. Ich habe dann einfach kurzerhand in der Früh, bevor es hell wurde, meine Sachen gepackt, habe mich in die Lobby gehockt und habe dann unten auf meine Kumpels gewartet. Das war mir dann wohler. Blitzschutter, Nein, das wackelt jetzt. Reparaturspiegel. Scheißdreck. Ist das? Nachdem wir den abgebrochenen Spiegel bei Andis Motorrad so halbwegs befestigt hatten, machten wir uns auf den Weg nach Ani. Es geht hier immer entlang auf einem Hochplateau an der armenischen Grenze. Auf Ani freute ich mich schon sehr. Das ist eine historische Stätte, die erhalten blieb und die man besuchen kann. Aber seht selbst und begleitet uns auf dieses Areal. Ja, noch ein paar Informationen. Ani ist UNESCO-Welterbe und liegt also direkt an der türkisch-armenischen Grenze auf einem Hochplateau von ca. 1340 Meter. Das ist eine antike Stadt, die wurde schon im 5. Jahrhundert von den Armeniern gegründet und war dann immer mal wieder, ich sage jetzt einfach mal in unterschiedlichen Händen, teilweise der Georgier beziehungsweise auch fiel dann wieder ins Osmanische Reich zurück. Ja, das Ganze ist heute eine Ruinenstadt, eine Geisterstadt und nur noch die Zeugnisse der Architektur sind hier zu sehen. Die Nähe zu Armenien, der Grenzfluss ist also hier sichtbar und das Ganze nach dieser Kante ist dann also militärisches Sperrgebiet. Man sieht auf die andere Seite, aber der Weg in den Nachbarstaat ist seit langem nicht mehr möglich. Ja, hier sind jetzt die einzelnen Bauabschnitte, die Kathedrale, die Erlöserkirche, es gibt eine Apostelkirche, es gibt sogar eine Moschee und es war sehr beeindruckend, das einfach auch mal live zu sehen und natürlich auch ein Gänsehaut-Feeling. Ich habe mich da im Vorfeld darauf vorbereitet und habe mich da eben riesig darauf gefreut, das einfach mal live spüren zu können. So, bei der Mittagspause. Tut gut. Wir sind hier in Gölü. Wir sind weiter unterwegs Richtung Yusufeli. Das ist die Provinz Erzurum und Artvin und ist bekannt durch die Stauwerksmaßnahmen, aber davon werde ich gleich auch noch berichten.
So, wir sind jetzt in Yusuf Valley. Da oben ist die neu gebaute Stadt. Hier waren wir vor 2 Jahren, nein letztes Jahr. Die Brücke, wo wir gerade drüber sind, war letztes Jahr noch nicht fertig. Da mussten wir Tal ausfahren und dieser Staudammprojekt hatte zur Folge, dass die gesamte Stadt, die jetzt hier oben neu gebaut ist, war vorher hier unten. Ja, es ist unglaublich, was die Türkei hier baut. Also wir sind jetzt gerade durch Tunnel gefahren. Können wir vorstellen, ich habe es nicht mehr gezählt. 10, 15, teilweise bis zu 4,5 Kilometer lang. Ja, das wird dann jetzt gestaut und da vorne gibt es dann Staudamm, einer der größten in der Türkei. So viel jetzt mal aus Yusuf Valley. Heute sind wir in der Stadt Izmir angekommen. Das ist also, ich sage jetzt einfach mal so schon Richtung Westen. Und das Hotelzimmer ist super schön. Also im Gegensatz zu dem, wo wir die letzte Nacht waren. Alles picobello und das Ganze auch für 16 € und da kann man es wirklich aushalten. Okay, so, jetzt geht's ins Bett. Bis dann. Scheiße, mein Schlüssel ist weg. Wenn ich jetzt ausschalte, ist mein Motorrad da, wo ich die Jacke angezogen habe. Ja. Da wo du die Jacke anzogen hast. Ja. Ich fahre nochmal zurück. Am Tunnel? Ja. Ich fahre nochmal zurück, fahrt ihr vor. Na, fahren wir schon zusammen.
Ja, die Aufregung war groß und wir fuhren dann nochmal die 10, 15 Kilometer bis zu der Stelle zurück, wo ich meinte, dass der Schlüssel liegen kann. Unter der Brücke habe ich mir ja eine Jacke angezogen. Ja, und wir fuhren da, ich sage jetzt mal, relativ langsam zurück, die Augen auf der Straße und dem Straßengraben. Auf der Straße war nichts und auch an dem Platz, wo wir gestoppt haben, war auch nichts. Das Thema Schlüssel wurde dann so gelöst, ich ließ den Motor laufen, bis wir unten an der Schwarzmeerküste waren, an der Tankstelle, habe dann meinen Ersatzschlüssel rausgesucht, den mit der Batterie eingesetzt und dann ging das auch wieder. Zu dem Thema Funkschlüssel gibt es aber nochmal einen separaten YouTube-Video, weil da gibt es noch eine Geschichte dazu, die ist so unglaublich, aber da möchte ich jetzt nicht vorweggreifen. Ja, jetzt geht die Reise weiter. So, jetzt ein kleines Update. Wir haben heute gestartet in Ispir, heißt der Ort, und wollten eigentlich zusammen die D915 von Norden fahren. Das heißt also, wir sind von Ispir nach Off, also an die Küste, circa 80, 90 Kilometer. Ich merke, dass ich jetzt nach den vielen Reisentagen tatsächlich sichtlich die Kondition verliere, auch tempomäßig da mitzuhalten. Also ich komme da auch nicht mehr hinterher, ich sage es ganz ehrlich, auch mit der großen GS. Ich traue mir einfach nicht mehr da so richtig in die Vollen zu gehen, da Gas zu geben. Ich weiß nie, wie in der Kurve der Belag ist und dann ist wieder Felsbrocken da, dann ist wieder, was weiß ich, ein Schlagloch dahinter, dann steht wieder ein Bagger nach der Kurve. Also das kostet mir so viel Konzentration. Meine Brio ist da eher sicher heimzukommen, sicher und wohlbehalten heimzukommen. Ja, auf jeden Fall die 2, oder andersrum, ich habe dann abgebrochen auf der Zufahrt zur D915, zu dieser bekannten Schotterpassage. Ich habe da jetzt abgebrochen. Ich habe kein gutes Bauchgefühl dabei gehabt. Die beiden sind jetzt gefahren, wir haben uns eigentlich gar nicht groß verabschiedet. Wir haben nur gesagt, wir treffen uns in Baiburt. Das ist also sozusagen auf der anderen Seite von den Bergen. Ja, nur dass alle Strecken nach Baiburt, nach meiner Navi-Auskunft, alle nur Schotter sind. Ja, ich habe mich schweren Herzens entschlossen, da überhaupt nicht nach Baiburt zu fahren, sondern jetzt hier an die wunderschöne Schwarzmeerküste. Habe mich jetzt erstmal hier in einem Ausflugslokal so niedergelassen, Mittag gegessen. Also lang geredet, aber jetzt genießt mal diese Aussicht hier. Der Andi hat sich jetzt gerade gemeldet, die sind jetzt in Baiburt, also auf der anderen Seite von dem Gebirge. Die sind jetzt die D915 gefahren. Wir können uns heute hoffentlich wieder treffen und gemeinsam den Heimweg bestreiten. Für mich ging es jetzt erstmal alleine weiter an der Schwarzmeerküste entlang Richtung Giresund. Das ist der Ort, wo Andi und ich, beziehungsweise auch Volker, uns für den Abend wieder vereinbart haben. In der Stadt Giresund haben wir uns wieder getroffen, ein Hotelzimmer gefunden und hier unter dem Bäumchen ein Bier getrunken. Jetzt droht ein Gewitter und jetzt geht's zurück ins Hotel. Sieht man überall am Straßenrand sind Haselnüsse. Ja, weiter geht es Richtung Westen. Wir sind jetzt erstmal hier an der Schwarzmeerküste. Die Städte Samsun, Trabzon passieren wir und grobe Zielrichtung ist die Stadt Safranbolu. Dort werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Fahren wir zusammen in der Gruppe weiter, trennen wir uns. Aber ich möchte dem jetzt nicht vorweggreifen. Genießt einfach nochmal die paar Meter, die wir hier zurücklegen.
So, ich halte es so, oder was? Nee, du musst es so als. So? Ja, jetzt ist es bald zu Ende. Wir haben jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Tage miteinander verbracht oder 12 Tage. Dann ist der Andi noch dazugestoßen. 8 Tage, glaube ich, waren es bei dir. Mittwoch letzte Woche, heute ist Freitag. 9 Tage. So, und jetzt endet bald die gemeinsame Reise, auch wie letztes Mal kurz vor Safranbolo. Wir sind jetzt hier irgendwo bei Amasya, schätze ich mal, Safranbolo. Ja, wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Die Reise hat mir sehr gut gefallen. Viele Kilometer gemacht, wahnsinnig tolle Plätze, wahnsinnig tolle Strecken gefahren. Eindrucksvoll auch einfach die Größe der Türkei. Wir sind bis an die iranische Grenze vorgestoßen und haben auch die östlichste Stadt der Türkei bereist, Igdir. Erinnert stark dann auch an das nördliche Indien, auch die Landschaft dann auf der Querung dann Richtung Schwarzmeerküste, also doch auch die Berge und so. Sehr, sehr weit entfernt alles von der Kultur her von Mitteleuropa, würde ich sagen. Ja, als zweiter Redner hat man immer ein bisschen den Nachteil, dass ja schon alles gesagt wurde. Aber ich denke, da gibt's schon noch ein dem was zu habe ich erwähnen. natürlich noch was dazu hinzuzufügen. Es war also für mich, was der Volker beschrieben hat, klar, diese Natur und die herrlichen Erlebnisse, die Orte, die man besucht hat, sensationell. Was für mich aber wirklich überragend war, das Menschliche, wie wir zusammengekommen sind. Aber Christian kenne ich ja jetzt 1,5 Jahre irgendwie oder so, ja, und den Volker, den kenne ich jetzt 8 Tage. Und wir haben uns wirklich, also finde ich, blendend verstanden, einen Spaß gehabt immer abends so auf der Strecke. Manchmal hat man sich ein bisschen gekappelt und alles normal, wenn man so lange Zeit 3 Erwachsene aufeinander hängen. Wir haben zusammen in Zimmern geschlafen, WG, Männer-WG, uns lustig gemacht über Situationen. Es ist halt, das ist auch eine schöne Sache beim Motorradfahren, dass man mit Gleichgesinnten einfach tolle Erlebnisse auch auf der menschlichen Ebene haben kann. Überragend, Männer, überragend. Willst du jetzt das Mikro? Ja, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich wollte eigentlich nur noch Dankeschön an euch beide sagen. Das war echt ein super Team. Jetzt muss ich fairerweise dazugeben, ich war vielleicht nicht der einfachste Reiseführer. Doch, warst du. Nicht der einfachste, aber die 2 waren so verständnisvoll. Ich habe tatsächlich das stärkste Motorrad, aber die war halt eigentlich immer hinten her. Aber ich glaube, wir haben da so einen guten Turnus erwischt, das ist wirklich gut. Die 2 wollen es ein bisschen sportlicher und ich bin da ein bisschen zaghafter. Und wir haben es so, das hat sich dann irgendwann einmal so eingespielt. So der erste Tag war ein bisschen stressig mit uns, aber dann hat sich das gut eingespielt. Die 2 sind vorgefahren, dann wieder gewartet. Es gab auch gestern einen Tag, wo wir tatsächlich uns komplett einmal getrennt hatten, weil ich einfach gestern nicht gut drauf war mit der D915, mit dieser gefährlichsten Straße. Fand ich dann auch super. Nein, das war dann auch super. Wir haben uns dann abends, wir wollten uns eigentlich in Bayburt treffen, weil wir nördlich vom Schwarzen Meer reingefahren sind. Und für mich gab es da keine Streckenalternative dazu zum Schotter, weil das ist alles Schotter da über die Berge. Und wir haben uns dann gestern Abend in Tirepollo wieder getroffen und wieder vereint. Genau. Ja, und jetzt, heute verbringen wir noch einen Abend miteinander bei Gerstensaft und guter Laune. Und dann trennen sich unsere Wege. Der Andi fährt über den Balkan nach Hause, der Volker fährt über Griechenland, über Igoumenitsa mit der Fähre nach Hause. Ich auch. Ich werde auch über Igoumenitsa, ich habe aber noch kein Ticket gebucht. Volker, vielleicht sehen wir uns ja dann auch zur Abfahrt. Ja. Genau, in Ioannina. Ioann. Genau. Also war super schön. Ja. Und
Vielen Dank, Christian, für also auch die Reiseleitung, die Auswahl der Orte, die Strecken, auch die Hotels. Vielen Dank dafür. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.